Blasenschwäche, wenn du manchmal die Kontrolle über deinen Körper verlierst und beim Laufen, Treppengehen oder sogar beim Niesen zu einem unwillkürlichen Urinabgang kommt, dann musst du unbedingt dir dieses Video anschauen. Heute erfährst du, woran es liegt, dass man inkontinent wird und na klar, was du dagegen tun kannst, um die Spannung deines Beckenbodens wieder in den Griff zu bekommen. Woran liegt es, dass man inkontinent wird? An erster Stelle muss man sagen, dass Inkontinenzbeschwerden extrem häufig sind. Circa 25% aller Ü40, genau Ü40, haben Inkontinenzbeschwerden. Man redet nur nicht darüber. Und es gibt ja auch unterschiedliche Arten. Und je nach Art ist auch die Ursache für die Beschwerden unterschiedlich. Die häufigste Art von Inkontinenz ist die Belastungsinkontinenz. Die heißt Belastung, weil es dann zu einem Urinabgang kommt, wenn der Beckenboden unter Belastung kommt. Und was ist denn für den Beckenboden Belastung? Ganz einfach. All die Aktivitäten, wo sich der Druck in dem Bauchraum erhöht, sorgt dafür, dass es mehr Druck auf die Blase drauf kommt und der Beckenboden, der müsste ja dagegen halten. Wenn er aber nicht in der Lage ist und diesen Widerstand nicht halten kann, dann kommt es zu einem unwillkürlichen Urinabgang. Und welche Situationen sorgen dafür, dass der Druck im Bauchraum höher wird? All das, wo man Kraft macht. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein schweres Gewicht vom Boden hochhebst oder beim Trampolin hüpfen oder sogar beim Treppen runtergehen, da erhöht sich der Druck in den Bauchraum und dann tröpfelt es manchmal. Und dann gibt es noch die Dranginkontinenz, die Mischform und die Überlaufinkontinenz. Die Dranginkontinenz kommt dann vor, wenn man so einen großen Drang hat, auf die Toilette zu gehen und man kann dies nicht widerstehen. Und dann kommt es zu einem Urinabgang, bevor man die Toilette erreicht. Aber alle diese anderen Arten von Inkontinenz sind nicht so häufig wie die Belastungsinkontinenz. Die Ursache für eine Belastungsinkontinenz ist unter anderem einen zu schwachen Beckenboden. Wenn dazu noch eine hormonelle Veränderung stattfindet, wie zum Beispiel beim Wechseljahre, dann können Sie diese Beschwerden noch weiter verstärken oder erstmal zu Erscheinen kommen. Und weißt du, welche Methode nachweislich die erste Therapie der Wahl ist? Nein, es ist keine Blasen-OP, sondern Beckenbodentraining. Wir wissen ja, dass Muskeln trainiert werden müssen, um fit zu bleiben. Und genau das Gleiche gilt auch für den Beckenboden. Ein starker und fitter Beckenboden sorgt dafür, dass du wieder kontinent wirst und keine Angst mehr haben musst für anstrengende Situationen. Und wie du deinen Beckenboden trainieren kannst, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Das erste und das Allerwichtigste, wenn du ein Beckenbodentraining machst, ist, dass du auch den Beckenboden trainierst. Und diese Wahrnehmung für die Anspannung, das ist vor allem für die Patienten, die inkontinent sind, das Schwierigste. Das muss wieder erlernt werden. Und genau darum geht es bei dieser ersten Übung. Und ein bisschen extra Hilfe zu haben, wäre es super, wenn du vielleicht so ein ganz kleines Kisselchen hast. Kirschkern oder ein Reiskissen. Du kannst hier auch ein Handtuch nehmen und etwas dazwischen. Es geht nur darum, dass du etwas bekommst, wodurch du mehr Feedback bekommst, wodurch du mehr Wahrnehmung bekommst. Es soll nicht ganz so dick sein. Das platzierst du auf dem Stuhl und setzt sich dann da drauf. Es ist leichter für dich, wenn du jetzt ein bisschen breitbeinig dich da drauf setzt. Außerdem ist es extrem wichtig, dass deine Füße auch auf dem Boden sind, dass du einen Fußkontakt hast. Im idealen Fall sind jetzt auch deine Knie 90 Grad und auch deine Hüfte in 90 Grad. Und in dieser Position geht es nur darum, dass du deinen Beckenboden erstmal wahrnimmst. Du kannst aber auch deine Hände in den vorderen Bereich, aber auch hinten vom Steißbein nach vorne gerichtet. Du kannst die Hände auch dort platzieren. Du spürst als erstes den Kontakt von diesem kleinen Kissen oder von deinen Händen und nimm es nur wahr. Und als nächstes geht es darum, dass du versuchst, den Beckenboden anzuspannen. Das heißt, du spannst den Beckenboden an,
so dass der Kontakt mit der Fläche, sei es deine Hand oder dein Kirschkernkissen, dass der Kontakt ein bisschen weniger wird. Weil dadurch, dass du den Beckenboden anspannst, bewegt er sich nach innen und nach oben zu deiner Mitte hinein. Und durch diese Anspannung wird der Druck geringer. Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass deine Gesäßmuskulatur, dass die locker und entspannt bleibt, und das gleiche gilt auch für die Oberschenkel innen. Und in dieser Position wirst du jetzt erstmal 2 verschiedene Übungen machen. Das erste, versuche den Beckenboden anzuspannen und halte nur diese Spannung. Halte sie für ungefähr 8 bis 10 Sekunden und lass es dann wieder los. Kannst du A, die Spannung wahrnehmen, kannst du B, auch spüren, wie der Beckenboden wieder loslässt. Und das wiederholst du am besten 5 Mal. Anspannen, Spannung halten, achte darauf, dass du nicht die Oberschenkel und nicht die Gesäßmuskulatur nutzt und dann wieder loslassen. Nachdem du dieses Anhalten probiert hast, dann ist der nächste Step, dass du lernst, anspannen, schnell und dann einfach wieder loslassen. Anspannen, schnell und dann wieder loslassen. Je kräftiger du anspannst, wirst du auch spüren, dass dein Bauchmuskel ein bisschen mitkommt. Das kommt deswegen vor, weil der Beckenboden eine direkte Verbindung hat über Bindegewebs mit deiner Bauchmuskulatur und dann wieder loslassen. Wichtig ist, Fokus auf den Beckenboden und nicht auf die Bauchmuskulatur. Stell dir mal vor, du bist auf die Toilette und willst jetzt Urin zurückhalten oder du willst Luft zurückhalten. Das ist die Spannung, die du ausüben solltest. Und sei nicht verzweifelt, wenn es am Anfang nicht direkt auf Anhieb funktioniert. Bewegung, aber auch Muskelwahrnehmung muss wieder erlernt werden. Und diese Übung solltest du nun auch für 5 Mal wiederholen. Anspannen, wieder loslassen. Anspannen, wieder loslassen. Und beide Übungen wiederholst du dann 3 Serien. Voraussetzung für diese und die nächsten Übungen ist, dass du die erste gut beherrschst. Wiederhole diese Übung mehrmals täglich, am besten auch über 1-2 Wochen, dass du überhaupt dieses Gefühl bekommst. Weil wenn du erst gar nicht die Spannung wahrnehmen kannst, dann bringen die andere Übung gar nichts. Du musst sicher sein, dass du die Beckenboden auch anspannen und ansteuern kannst. Vorausgesetzt, du kannst es, du hast diese Wahrnehmung, dann legen wir los mit der zweiten Übung. Und dafür legst du dich jetzt auf den Rücken hin. Deine Beine sind ungefähr hüftbreit auseinander. Und jetzt sollst du ein Bein strecken. Das andere Bein lässt du angewinkelt, Fuß gut platziert auf dem Boden. Das wird dir jetzt ein bisschen mit der Stabilität helfen. Und dann spannst du als erstes den Beckenboden an, so als ob du Urin zurückhalten willst oder Luft zurückhalten willst. Hältst diese Spannung und dann bringst du das gestreckte Bein nach oben. Nur so ein paar, ungefähr die Hälfte vom Weg oder maximal bis zum Knie. Das Wichtige ist, du darfst nicht den Beckenbodenspannung verlieren. Bring es wieder runter und erst dann unten angekommen, lässt du alles wieder los. Beckenboden anspannen, Spannung halten, mit angespanntem Beckenboden das gestreckte Bein heben. Wieder runterbringen und erst dann, wenn du unten angekommen bist, lässt es dann komplett los. Im besten Fall hältst du die Atmung nicht ein. Das heißt, einatmen, ausatmen, Beckenboden anspannen, Bein heben die ganze Zeit. Weiter mit der Ausatmung, Beckenboden angespannt halten, unten angekommen, einatmen. Und bei der Ausatmung wieder Beckenboden zuerst anspannen und das gestreckte Bein nach oben bringen. Du musst es nicht so hoch machen. Wenn du gemerkt hast, dass du die Spannung verloren hast, dann ist das dein Ausgangspunkt und du machst es nur bis der Höhe, wo du es halten kannst. Beckenboden anspannen, ausatmen, Bein hoch, bis da, wo du den Beckenboden halten kannst, um dann langsam wieder nach unten zu machen. Diese Übung wiederholst du langsam
10-mal auf die rechte Seite und dann genau nochmal das gleiche auf die andere Seite. Genau wie davor, bei der Ausatmung Beckenboden anspannen und das gestreckte Bein nach oben bringen. Spannung die ganze Zeit halten, Bein wieder langsam absenken lassen und erst wenn du unten bist, komplett die Spannung loslassen. Körperliche Aktivität ist nachweislich wirksam gegen unzählige Beschwerden. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter wissen willst, wie du mit Übungen zu Hause Beschwerden lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs, wie du selber mehr für deine Gesundheit machen kannst. Und los geht's zu der dritten Übung. Der Beckenboden ist auch beteiligt bei der Stabilität von dem Rumpf und vom Becken. Deshalb solltest du auch diese Art von Übungen in dein Beckenbodentraining mit integrieren. Und wie du das machen kannst? Mit dieser Übung. Stell dich neben einer Wand hin, wo du dich so leicht ein bisschen festhalten kannst, aber wichtig ist nur leicht. Als erstes mit deinem Standbein, da wirst du das Knie leicht gebeugt lassen und sorg dafür, dass du einen guten Kontakt hast mit dem Fuß. Als nächstes Beckenboden erstmal einmal anspannen, diese Spannung halten und jetzt vorwärts beugen, Bein gestreckt nach hinten und dann wieder hochkommen. Das Wichtige bei dieser Übung ist, dass du darauf achtest, dass du plus minus in einer Gerade bleibst. Das heißt, den Rumpf bleibt stabil und dann geht das Bein auch stabil nach hinten. Noch einmal, Beckenboden als erstes anspannen, dein Standbein leicht gebeugt lassen und jetzt wie eine Waage bewegst du den Rumpf nach vorne und das Bein nach hinten. Oben angekommen, Spannung weiterhin halten und dann wieder runter. Und auch diese Übung solltest du dann für 12 Mal wiederholen. Wie eine Gerade, längs werden, Beckenboden anspannen, nochmal nachholen die Spannung und dann wieder zurück. Und das gleiche auch dann auf die andere Seite. An der Wand, nur für Sicherheit, Knie leicht gebeugt und wie eine Waage runtergehen, Wirbelsäule gerade, Bein gestreckt, Beckenboden ist angespannt und wieder zurück. Beckenboden anspannen, in die Bewegung reingehen, Spannung halten, zurück, alles locker lassen. Beckenboden anspannen, nach unten gehen, Spannung halten, zurück und erst dann alles wieder locker lassen. Und die letzte Übung, vor allem dann, wenn du eine Belastung-Inkontinenz hast, dann ist es wichtig, dass du auch unter Belastung trainierst. Und eine gute Möglichkeit, Belastung für den Beckenboden auszuüben, ist zum Beispiel beim Hüpfen. Vorausgesetzt, du kannst den Beckenboden erstmal gut anspannen. Stell dich aufrecht hin, deine Füße sind hüftbreit auseinander, die Knie sind leicht gebeugt. Spann deinen Beckenboden an und jetzt mit einem Bein wirst du einen kleinen Hüpf vorwärts geben. Vorne angekommen, alles wieder loslassen. Das gleiche nochmal auf die andere Seite. Hüftbreit auseinander, Beckenboden anspannen, so als ob du Urin zurückhalten willst. Nicht zu doll das Gesäß. Spannung halten und nun mit der linken Bein ein Hüpf nach vorne zu geben, das andere Bein dazu und erst dann wieder loslassen. Diese kleine Hüpfbewegung machst du dann 5-mal je Bein. Wenn du das gut ausüben kannst, dann wäre die Steigerung, dass du genau die gleiche Übung nochmal machst, aber nun mit beiden Beinen gleichzeitig. Das heißt, eine aufrechte Haltung, eine Spannung von dem Beckenboden zuerst aufbauen, so als ob du Urin zurückhalten willst, Spannung anhalten und jetzt mit beiden Beinen gleichzeitig nach vorne und wieder loslassen am Ende. Beckenboden anspannen, einen leichten Hüpf nach vorne gehen, komplette Landung auf dem Boden und erst dann Beckenboden wieder entspannen. Vor allem dann, wenn du Inkontinenzbeschwerden hast, dann musst du auch bei deinem Training ein bisschen länger dabei bleiben. Um eine Effektivität von dem Training festzustellen, brauchst du mindestens 12 Wochen Zeit. Trainiere
3 bis 4 Mal die Woche. Am besten lässt du zumindest einen Tag dazwischen frei. Du wirst begeistert sein für deine Ergebnisse, wenn du dich an den Übungen hältst. Du hast eine gute Progression von Wahrnehmung bis zur Belastung. Probiere die Übungen aus, schreib mir in den Kommentaren, wie du die findest. Lieben Dank für das Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!